Dass technologischer Fortschritt nicht bei allen Beteiligten gleich zu Freudenströmen führt, das musste ich selber vor gut 10 Jahren feststellen, als wir bei einer Firma in der Produktion eine Augmented Reality Brille einführen wollten und dachten, technologisch wunderbar, funktioniert alles. Aber dann kam die Arbeitnehmerseite durch Gewerkschaft und Betriebsrat und ich sage tatsächlich eher positiv, weil auch solche Themen wie Datenschutz oder Hygiene, da muss man erstmal dran denken als Technologe und das ist aber ganz, ganz wichtig, um die Akzeptanz sicherzustellen. Und seitdem arbeiten wir intensiv zusammen an dem Thema, gemeinsam technologische Lösungen im Unternehmen zusammen einzuführen. Und wenn ich meine, wir arbeiten zusammen, dann meine ich vor allem die Gewerkschaft, die bei uns im Unternehmen vorhanden ist. Das ist in der Regel immer die IG Metall. Und heute freue ich mich sehr, dass wir mit Oliver Dietrich, jemand von der IG Metall hier aus Ostwestfalen-Lippe da haben, der, ich nenne ihn mal, der Mr. Industrie 4.0 der IG Metall ist. Hallo Roman. Herzlich willkommen, Oliver. Danke. Ja, ich habe es einleitend gesagt, wir arbeiten jetzt ja schon seit knapp 10 Jahren zusammen und haben einige Höhen und Tiefen, auch schwierige Situationen sicherlich gemeinsam schon erlebt, weil es muss ja auch, so ein Thema muss ja auch zusammenwachsen. Jetzt hatte ich das Beispiel gesagt, wir haben damals durchgestaltet mit der Augmented Reality Brille und an solchen Themen wie Hygiene hatten wir uns dann auch schon dran aufgehangen, ne, dass man, dann braucht man für jeden Mitarbeiter eine eigene Brille. Bei dem Thema KI haben wir aber eine ganz andere Dimension mittlerweile erreicht, was die Veränderung der Arbeitswelt angeht. Wie positioniert sich die IG Metall denn momentan bei dem Thema Künstliche Intelligenz und welche Chancen, aber vor allem auch welche Risiken oder Barrieren seht ihr denn da momentan? Also die Positionierung der IG Metall ist ja vor allen Dingen im Sinne der Beschäftigten, KI einzusetzen, zu integrieren und zu gestalten. Das bedingt erstmal, dass wir durch künstliche Intelligenz jetzt nicht plötzlich Einsparpotenziale auf der Beschäftigtenseite haben, denn es gilt vor allen Dingen die Potenziale, die Möglichkeiten zu nutzen, die KI uns jetzt bietet, dabei die Risiken natürlich nicht auszublenden und zu vernachlässigen. Das kann auch zum Beispiel die Entwertung von Tätigkeiten sein und daraus resultierend möglicherweise auch den Verlust von Einkommen. Also da gilt es natürlich genau hinzugucken. Aber ich denke, wenn wir aus der Chancenperspektive heraus KI gestalten, gemeinsam mit Betriebsräten, mit Unternehmen, mit Wissenschaft und Forschung, dann kommen wir zu tragfähigen, guten Lösungen für alle Seiten in den Unternehmen zum Wohle der Beschäftigten. Wir hatten neulich Kirsten Thomas hier, die kennst du auch gut, Professorin hier an der Uni Paderborn. Auch zusammen arbeiten wir im Kompetenzzentrum Arbeitswelt Plus, wo wir ja untersuchen, wie Künstliche Intelligenz vor allem die industrielle Arbeitswelt verändert. Momentan sieht man ja eher einen Trend hin, dass KI ja die Produktivität erhöht und nicht das Ganze hier, jemand arbeitslos wird dadurch. Nichtsdestotrotz verändern sich ja Arbeitsstellen. Gibt es aus deiner Erfahrung schon so eine Tendenz? Sind es mehr Produktionsarbeitsplätze, die sich verändern oder trifft es jetzt vielleicht doch auch vielleicht diejenigen, die eher auf der anderen Seite bei vielen Verhandlungen sitzen? Also ich sage jetzt mal die Managerinnen und Manager Unternehmen, wo ich jetzt aus eigener Erfahrung sage, da tut sich ja auch eine ganze Menge gerade. KI im Einsatz in der Produktion sehe ich momentan eher bei Insellösungen. Also vielleicht KI und Kameraunterstützung, dass wir da hingucken. Außerhalb unseres IG Metall-Sektors ist das sicherlich Banken und Versicherungen, wo KI einen ganz anderen Impact hat. Ich denke, dass wir zurzeit eher den Einsatz von KI im Verwaltungsbereich, also in den nachgelagerten Bereichen, in den administrativen Bereichen sehen. KI im Engineering ist sicherlich ein großes Thema. Ich sehe zurzeit aber nicht diese Schreckensszenarien. Gucken wir einmal zurück, 2013, Brian Osborne, die große Studie. Ja. Und davon wir beide verwenden die Spiegelcover auch in unseren Präsentationen. Das ist alles zurzeit noch nicht eingetreten. Ich glaube, wir müssen wachsam sein, gerade auch in der Entwicklung. Was bedeutet, wie gestalten und wie richten wir eigentlich eine KI aus? Dann kommen wir in den Bereichen der administrativen Tätigkeiten sicherlich zu Veränderungen. Ich glaube nicht, dass großartig Jobs wegfallen. Ich glaube, dass sich vor allen Dingen Tätigkeiten sehr stark verändern und ein Teil vielleicht auch wegfällt, aber neue auch entstehen. Und in der Produktion, da fehlen, glaube ich, manchmal noch ein bisschen die Ideen für geeignete Use Cases und Anwendungen. Ich meine, dass sich Arbeit verändert, ist nichts Neues und Aufgaben substituiert werden, das ist etwas, was ganz normal ist und zum Arbeitsumfeld seit Hunderten von Jahren letztlich dazugehört. Die Geschwindigkeit ist sicherlich größer. Ich persönlich habe eher die Erfahrung, dass viele Unternehmen das Thema KI eher als Chance sehen, vor allem
mit dem demografischen Wandel umzugehen. Das heißt, viele Expertinnen und Experten verlassen das Unternehmen und können nicht adäquat nachbesetzt werden und da eben Lösungen zu finden. Deswegen kann man das, glaube ich, so mal einordnen. Und es gibt, glaube ich, auch viele Studien auch schon aus den USA, die ja besagen, dass umso näher der Arbeitsplatz an physischer Tätigkeit ist, umso weniger gefährdet ist er zumindest durch den aktuellen Hype der Generative AI. Ja, auf jeden Fall. Also alles, was wir mit der Hand tun müssen und erledigen müssen, wird durch eine KI wahrscheinlich nicht ersetzt. Denn dann hätte es ja schon der Roboter gemacht und der Roboterarm vor 2016, 2017, wo der erste großartige Hype dort war. Ich glaube, wird eine Kombination aus werden. Robotik, Automatisierung, KI, aber wir als Menschen haben grundsätzlich erstmal diese Assistenzsysteme an unserer Seite, und ich sage bewusst Assistenzsysteme, denn Entscheidungsvorschläge einer KI, ist KI denn künstlich oder ist sie vom Menschen gemacht? Ich glaube, sie ist vom Menschen gemacht, also müssen wir doch immer wieder nochmal hinschauen, passt dieser Vorschlag oder haben wir Halluzinationen oder andere möglicherweise Bias drin, die es nochmal gilt zu überprüfen. Jetzt haben wir auch schon konkret Dinge umgesetzt. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig aus den Erfahrungen, der vielleicht auch noch vor dem Generative AI-Hype so angeschoben ist. Wir haben gemeinsam bei der Firma Miele uns mit dem Thema KI-basierte Personaleinsatzplanung beschäftigt. Also die Entscheidung, wer wann mit wem zusammenarbeitet, ist ja eine eigene Verwaltungs- und Managementaufgabe, aber schon eine sehr spannende und eine sehr entscheidende, wo man auch, ja, vielleicht auch jetzt schon, auch wenn es ein Mensch entscheidet, manchmal zufriedener, manchmal unzufriedener ist. Was war wichtig, dass wir das gemeinsam gemacht haben und nicht gesagt haben, gut, da entwickelt man einen Algorithmus, da gibt es einen Entscheidungsparameter, gibt es einige Vorlieben von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Man kann sich natürlich auch anschauen, einfach wie gut welches Team zusammen produziert, welches Team nicht. Aber wir sind ja ein bisschen anders vorgegangen. Vielleicht kannst du auch nochmal sagen, warum das so wichtig war, einen Betriebsrat von Anfang an mitzunehmen und eben auch euch als Gewerkschaft. Grundlegend war es uns als IG Metall wichtig, den Betriebsrat überhaupt erstmal sozusagen zu setzen. Das war aber in diesem Falle bei Miele vollkommen unkritisch, denn Mitgestaltung und Beteiligung ist dort an der Tagesordnung. Es ist jetzt nicht so, dass das Unternehmen das nicht kennt und das gelebte Praxis. Ich glaube, die Herausforderung bestand vor allen Dingen darin, dass wir diese Personaleinsatzplanung sehr aus der technischen und technologischen Perspektive betrachtet haben. Und wir sehr schnell an Linien kamen. Und das haben wir versucht, mit den Betriebsräten zu erarbeiten. Wo sind denn eure Anforderungen an eine KI-Gestaltung? Was sind und wo sind rote Linien? Da kann man auf den Datenschutz schauen, man kann auf bestehende Betriebsvereinbarungen schauen, die sehr vielfältig im Hause Miele vorhanden sind und das natürlich im Endeffekt mit so einer KI-Lösung auch funktionieren muss, damit man nicht permanent an Grenzen stößt. Dann ging es darum, Betriebsräte grundlegend auch erstmal zum Thema KI zu schulen, also worum geht es überhaupt? Und andererseits dann auch zu sagen, was wollen wir eigentlich selbst? Was ist uns eigentlich wichtig? Denn die Betriebsräte haben die Befragungen mit begleitet. Sie sind nah dran an den Beschäftigten, damit im Endeffekt die Bedürfnisse und Bedarfe der Beschäftigten gleichwertig zu den Bedürfnissen und Ansprüchen des Unternehmens gewichtet wurden. Und das hat sehr gut funktioniert, weil wir in der Auftaktveranstaltung schon Arbeitspakete verteilt haben und eins davon gehörte dem Betriebsrat und uns als IG Metall. Und ich glaube, da war sehr schnell deutlich, es gibt auch Felder, wo wir Experten sind. Und diese Expertise wird benötigt in der Gestaltung von KI. Es ist nicht einfach mal nur, wir lassen einen Juristen auf etwas drauf gucken, sondern wir brauchen wirklich da auch die betriebliche Expertise der Betriebsräte. Ich habe das immer auch als tatsächlich sehr ähnlich wie so ein typischer Engineering-Prozess abläuft. Also man sucht die Stakeholder, sucht die Anforderungen, beschreibt diese und versucht dann ein konsistentes Bild zu bringen. Und jetzt aus der technologischen Perspektive hat sich einfach nur das Bild erweitert und eben die Bedeutung des innerbetrieblichen Dialogs. Das ist genau eben diese Anforderungserhebung und vor allem auch die Expertise reinzubekommen an Themen, an die man aus seiner technischer Sicht gar nicht denken würde. Es bleibt aber trotzdem in der Lösung dann unpraktikabel und kommt nicht zum Einsatz. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, man kann manche Dinge nicht heben, nur aus der technologischen Perspektive. Das funktioniert möglicherweise nicht. Unsere Erfahrungen, die wir ja schon in der gemeinsamen Arbeit hier seit 2016 schon machen, hat ja auch diese Technologie-Einführungsmodelle erweitert. Wir haben festgestellt, bei digitalen Technologien funktioniert das Trainierte nicht mehr ganz so gut.
Und wir brauchen diesen ganzheitlichen Gestaltungsansatz. Und ich glaube, dass wir, wenn wir Technologie wirklich aus einer ganzheitlichen Perspektive anpacken, nicht jede Technologie, dass wir gute Fortschritte erzielen, dass wir gute Ergebnisse erzielen im Sinne aller Beteiligten, und das sind Unternehmen und Beschäftigte. Technologie muss einen Vorteil haben, auch für die Beschäftigten, und nicht zu einer Verdichtung führen, sondern auch Freiräume möglicherweise jetzt mit Bezug zu KI auch schaffen. Ihr vertritt ja sehr stark die Seite der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit. Und das Thema KI beschäftigt natürlich jeden Einzelnen. Wir sehen es ja hier bei uns auch immer wieder, das sind Themen, über die können wir hier im professionellen Umfeld sprechen, genauso wie im privaten Umfeld. Also was man zu Hause damit alles schon machen kann, was man vielleicht von den Kindern vielleicht auch schon sieht. Selbst ich sehe das ja bei meinem Sohn, auf welche Ideen er kommt. Das ist natürlich sehr spannend und bewegt einen. Jetzt muss man aber, du hast das so im Nebensatz gerade gesagt, jetzt muss man natürlich auch schulen. Das heißt, den Wissensstand auch auf dieses Niveau eben, damit man überhaupt weiß, worauf lasse ich mich ein, weil nur weil ich weiß, wie man einen innerbetrieblichen Prozess gestalten kann oder weiß, wie es zur Akzeptanz führt, heißt es noch nicht, dass ich das für KI schon automatisch kann. Ja. Welche Herausforderungen siehst du gerade jetzt, das Thema KI den Leuten näher zu bringen, oder welche Lösungsmöglichkeit ist das mit einer Schulung getan? Sind wir auf einem guten Stand, wenn du so an die Betriebsräte vielleicht der Region Ostwestfalen-Lippe denkst? Oder wie würdest du das momentan so einschätzen? Durch den Impact von ChatGPT Ende 2022 haben wir den riesengroßen Vorteil, dass alle zumindest das Thema KI auf dem Schirm haben und auf dem Radar haben. Was ich jetzt feststelle, wir haben mittlerweile 6 oder 7 Seminare für Betriebsräte angeboten über 2 Tage, wo wir erstmal Grundlagen schulen. Was ist KI? Wie kann man KI regeln? Wie kann man KI gestalten? Welche rechtlichen Rahmenbedingungen gibt es aus Perspektive eines Betriebsrates? Was kann ich machen? Was darf ich machen? Was muss ich tun? Das ist die eine Frage. Wir müssen noch mehr in die Breite kommen. Die Anfragen häufen sich jetzt gerade, sodass wir theoretisch gesehen noch mehr Schulungsprogramme anlegen müssen. Da geht es weniger um das Thema, wir müssen alle jetzt Programmierer werden. Ja, das ist ja mittlerweile auch nicht mehr das Problem, sondern wir müssen verstehen, was diese Technologie eigentlich kann, was man damit in Unternehmen für Lösungen auch anstrebt und wie man es im Sinne von Beschäftigung und der Beschäftigten so gestalten kann, dass alle sagen, ja, wir haben einen Zugang dazu. Ich spreche sehr gerne, und das haben wir auch schon mal in Gesprächen gehabt, von Erlebnisräumen, von KI zum Anfassen. Also nicht den 365er Co-Piloten einfach ins Unternehmen einzuführen und zu sagen, er macht mal. Das wird nicht funktionieren. Ich habe am Wochenende noch mit jemandem gesprochen, der das privat für sich ausprobiert und sagt, irgendwie komme ich da noch nicht so richtig mit übers Eck. Und ich glaube, wenn wir das einfach so in Unternehmen machen und einführen, dafür brauchen wir gute Schulungen. Und dafür müssen Betriebsräte schlussendlich auch fit sein, das mit beurteilen zu können, wo sind Stellschrauben. Ja, ich kann das wirklich aus meiner Erfahrung auch nochmal bewundernswert eigentlich, dieser Wandel. Also Betriebsräte aus meiner Sicht früher waren zuständig für viele Themen von einem Kantinenplan bis hin so wirklich mal so Personalthemen natürlich, die nach wie vor auch wichtig sind. Aber dieser Wandel wirklich in diese technologischen Themen mit einzusteigen, es ist ja, man geht ja aus einer Komfortzone irgendwo heraus. Und man macht das eigentlich im Sinne der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, um die Interessen vertreten zu können, weil anders kann man eigentlich nur blockieren, aber auch im Interesse des Unternehmens. Weil wir sprechen hier ja auch in meinem Tech Talk immer wieder darum, ohne KI werden wir nicht wettbewerbsfähig in Zukunft sein können. Aller Voraussicht. Ja. Da sind wir uns, glaube ich, auch einig, und deswegen wichtig. Welches Thema im Kontext KI, vielleicht auch jetzt ganz aktuell, bewegt dich persönlich am meisten? Es sind weniger die reinen Technologiemodelle. Was mich umtreibt, ist das Thema von KI und Ethik, ganz besonders oder im Besonderen, weil ich glaube, dass wir uns, bevor wir KI großflächig außerhalb von einem Ausprobier-Use-Case, einem Probe-Use-Case implementieren wollen, dass wir uns über ein paar ethische Fragestellungen im Kopf machen. Und es gibt so Grundfragen der Ethik, also was ist ein gutes Leben? Jetzt passt das nicht so gut zu KI, aber es gibt ein paar Grundfragen zum Thema KI. Und das kann zum Beispiel auch sein Haftung. Wer übernimmt eigentlich die Haftung, wenn ich einem Vorschlag einer KI folge? Ja. Bis hin zur Frage,
wie füttere ich eigentlich, wie steuere ich eigentlich so eine KI an? Also das sind Fragen, die mich momentan umtreiben. Ich glaube, dass wir die Amerikaner nicht einholen werden. Wir haben aber mit dem EU-Act vielleicht Möglichkeiten, so ein bisschen Trusted KI. Labeln finde ich immer so schwierig, so ein Gütesiegel. Aber ja, zu gestalten. Ich meine, das ist ein Rahmen, den man gestaltet. Ich glaube, wir haben Möglichkeiten. Auch mit dem EU-Act mag er noch so schwierig oder regulativ an der einen Stelle sein. So glaube ich schon, dass wir Möglichkeiten haben, mit einer vertrauenswürdigen Vorgehensweise, mit Prozessen in Unternehmen, wo wir sagen, ja, so wollen wir zukünftig KI gestalten und so soll sie auch ablaufen. Dass wir damit doch auf dem Weltmarkt auch punkten können. Das hoffe ich, weil das ist wichtig für Unternehmen und Betriebsräte raus aus ihrer Komfortzone. Sie sind eigentlich immer wieder gefordert, aus ihrer Komfortzone rauszukommen. Und ich kann es sehr gut nachvollziehen, wenn jemand sagt, Mensch, jetzt haben wir eine tolle Betriebsvereinbarung zum Thema IT abgeschlossen und jetzt kommt der Oliver um die Ecke und sagt, jetzt brauchen wir noch eine zum Thema KI und die bleibt da aber nicht, sondern müssen wir uns immer wieder so eher in einem agilen Prozess mit dem Unternehmen angucken, was verändert sich eigentlich durch KI jetzt im Unternehmen. Ich glaube, das sind Herausforderungen fürs Management, aber auch für die Betriebsräte und schlussendlich auch für die Beschäftigten, da mitzuwirken, weil die Betriebsräte auf den Impuls der Beschäftigten einfach auch mit angewiesen sind und das müssen sie abfragen. Ja, klar. EU-Act hatten wir auch neulich hier mit ZDK Lenz besprochen. Spannendes Thema, Ethik noch nicht, aber ist, glaube ich, ein guter Impuls. Da werde ich mich mal um eine gute Rednerin, da fällt mir auch schon jemand ein, mal kümmern, dass wir das Thema tatsächlich auch beleuchten, weil es beschäftigt ja jeden, mich auch. Ich mache sehr viel mit meinem Sohn, dann fragt man sich auch, was kann man eigentlich dort wirklich verantworten? Ne? Man findet es immer ganz lustig oder spannend erstmal, dass ein kleines Kind damit auch umgehen kann. Ja. Aber da fängt das schon an, ist das richtig? Und ich glaube, da braucht jeder Orientierung, auch die Expertinnen und Experten. Das haben wir, glaube ich, alle gemein. Was mich dabei umtreibt, ist, ich bin die Tage auf einen Satz gestoßen, wie programmieren wir eigentlich Verantwortung? Und darauf konnte mir bisher noch keiner eine Antwort geben. Ich denke, dass das schwierig ist. Wir schulen es nicht mal. Ja, wir schulen es nicht, aber es ist eine Frage, also wie kriegen wir Verantwortung eigentlich? Denn schlussendlich ist ja jemand, der das mitprogrammiert, auch damit verantwortlich für das, was in Teilen passiert und dabei rauskommt. Und ich glaube, wir müssen auch die Programmierer, es geht nicht um sie in Schutz zu nehmen, aber ich glaube, wir brauchen auch für sie einen ordentlichen Rahmen, wo sie sagen können, darin kann ich KI auch programmieren. Wir sind ja nicht im Wild West irgendwo, sondern wir brauchen da verlässliche Haltepunkte. Und da spreche ich nicht über EU-Regularien, sondern wirklich über Haltepunkte. Was leitet uns denn eigentlich? Denn diese Diskussion haben wir in den anderen technologischen Entwicklungen nicht gehabt. Ja, das ist definitiv so. Ja. Vielleicht zum Abschluss eine Frage. Wie bist du eigentlich zum Thema KI gekommen? Als Gewerkschaftsvertreter durch die Gewerkschaft selbst oder von deinem Background? Bist du auch kein Informatiker? Nein. Wie kommt man zu dem Thema KI? Ich glaube, das kam über die erste Diskussion von Industrie 4.0, was ich total spannend fand, wo ich als Privatmann abends in die Unis gegangen bin und nichts verstanden habe. Okay. Haben einen guten Job gemacht. wo ich in Unternehmen gegangen bin und habe mir erste Entwicklungen über Raspberry PIs damals angeguckt und sowas. Gut, dann hatten wir ja die Möglichkeit als IG Metall mit euch auch gemeinsam anzufangen, Projekte zu machen. Und das Ganze mündete dann, im Endeffekt ist die ganze Vorarbeit seit 2013, 2014 gemündet im Projekt Regionales Kompetenzzentrum der Arbeitswelt, Arbeitswelt Plus. Und daher fand ich die Entwicklung, wie können wir jetzt KI wirklich gestalten, war für mich auch Neuland. Total spannend, das mit Wissenschaft, mit Forschung und den Unternehmen und auch den Befähigerunternehmen, die dürfen wir ja nicht vergessen, zu schauen, wie kann man denn KI entwickeln, wenn man sie selbst entwickelt und nicht eine zugekaufte Lösung sozusagen aufzuschneiden. Ja. Und so bin ich eigentlich zum Thema gekommen. Das heißt, du bist auch schuld daran. Es tut mir sehr leid. Ja, vielen Dank, Oliver, dass du heute zu Gast bei mir hier im Tech Talk warst. Und ja, vielen Dank, dass ihr das Video angeguckt habt und guckt euch gerne auch nochmal die anderen Folgen aus dem heutigen Talk kann man mitnehmen, wir müssen das ganze Thema KI gemeinsam gestalten, Arbeitnehmerseite, Arbeitgeberseite, Wissenschaft, Forschung, Rahmen, Gesetzgebung, all diese Themen müssen wir beleuchten und ich denke, eine der nächsten Folgen beleuchten wir auch das Thema Ethik.